Immer wieder bekomme ich die Frage, Markus, was ist der Unterschied zwischen Dubai-Immobilien und Türkei-Immobilien? Mehr dazu in diesem Video. Eine höchst spannende Frage, die wir heute aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung dir näher bringen möchten. Denn es ist natürlich ein zweigleisiges Schwert. Man muss natürlich ganz klar wissen, was man möchte. Wir sind seit knapp 4 Jahren ausgewandert. Seit 2021 im Februar sind wir raus aus Deutschland, was im Nachhinein auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung war. Vor allen Dingen auch Kapital aus Deutschland abzuziehen, woanders in andere Länder zu investieren, um auch hier natürlich Geld einmal zu sichern im Wert von Immobilien oder natürlich auch anderen Vermögenswerten. Wichtig für mich war persönlich da auch raus aus Deutschland, raus aus der EU. Aber es kann niemals schaden, Immobilien zu haben. Ob in Deutschland oder natürlich auch im Ausland, ganz klar. Es kommt natürlich darauf an, was du möchtest. Willst du eine relativ stabile Wertsteigerung haben? Möchtest du sehr viel Zukunftssicherheit haben? Und möchtest du vielleicht auch sogar eventuell nicht mit einem großen Budget reingehen in eine Neubauimmobilie, dann bist du vielleicht in Dubai richtig. Wenn du aber sagst, nein, du brauchst mehr Nähe zu Europa, 3 Stunden nur Flugzeit von Antalya zum Beispiel nach Hamburg oder allgemein nach Deutschland, dann bist du natürlich in der Türkei ganz gut aufgehoben. Denn die Nähe zu Europa, gerade in Bezug auf Familie, Freunde, Besuchen etc., ist natürlich dann auch sehr wichtig, wenn dir das am Herzen liegt, dass die Nähe bzw. die Distanz zu diesen Ländern nicht so groß ist. Dubai, Flugzeit ca. 6-7 Stunden ungefähr nach Deutschland, je nachdem, wo du in Deutschland hin möchtest. Für diejenigen, die natürlich sagen, Markus, ich liebe die Türkei, ich habe türkische Wurzeln, ganz klar kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, eine kleine Ferienwohnung oder vielleicht sogar auch mehr in der Türkei auch zu investieren, was wiederum aber auch in Dubai möglich ist. Ich möchte hier einmal ganz kurz einige Vorteile natürlich aufziehen, warum man in Dubai investieren sollte, vielleicht auch ganz entspannt könnte und warum nicht unbedingt nur in der Türkei. Wir wissen in der Türkei ganz klar, selbst Türken sagen das zu mir, Türkei ist so ein bisschen wie der Wilde Westen. Es ist nicht viel geregelt auf dem Immobilienmarkt, deswegen muss man natürlich immer tagesaktuell auch schauen, wie sind die Preise. Dazu gibt es zum Beispiel sahibinden.com, kann man einfach mal schauen, vergleichen, wie die Preise sind. Und dann ist es natürlich auch, wie überall auf der Welt, wichtig, wo willst du kaufen. Es ist ein Riesenunterschied, ob du irgendwo im Inland, im Hinterland, in der Türkei, irgendwo in Ostanatolien kaufen möchtest oder natürlich an einer Mittelmeermetropole wie zum Beispiel Antalya, Mersin oder natürlich auch die Kleinstadt Alanya. Und auch intern in Alanya wie auch in Mersin oder Antalya gibt es natürlich Riesenunterschiede. Es gibt Menschen, die sagen, ich will unbedingt am Strand leben. Dann sollte es klar sein, dass die Preise am Strand wesentlich mehr kosten, die Immobilien, als natürlich irgendwo 10 oder 20 Kilometer in der Stadt drinnen. Und ich möchte mich beschränken gezielt auf Alanya, Alanya Stadt. Nicht Afsala, nicht Kargıcak oder sonst was. Beim Immobilienkauf in der Türkei übrigens als Tipp, ganz, ganz wichtig, dass wenn du investieren möchtest, du beobachtest, wo aktuell Sperrbezirke sind bzw. Sperrgebiete. Was sind Sperrgebiete? Sperrgebiete sind Gebiete, Bereiche innerhalb der Türkei, in der die Ausländerquote über 20% durchläuft, was wiederum dazu geführt hat, dass dieses Gebiet, egal auch wenn du dort über 200.000 Euro Investment investierst, kein Aufenthaltstitel, keine Ikamet als Ausländer bekommst. Das gezielt nur auf Ausländer. Wenn du ein Türke bist mit Mavikat oder Kimlik, dann bist du davon nicht betroffen. Das spielt dann keine Rolle. Aber leider gibt es immer wieder Menschen, die kaufen für 300.000, 400.000 Euro eine Wohnung in einem Sperrgebiet und bekommen keinen Aufenthaltstitel. Das ist nicht normal und das ist nicht in Ordnung. Natürlich, diese Menschen wurden falsch beraten und dementsprechend kann ich dir nur empfehlen, mit jemandem in Austausch zu treten, der natürlich weiß, wovon er spricht. Ich befinde mich aktuell in Alanya Ober in einer Eigentumswohnung, die direkt vom Eigentümer verkauft wird, ohne Makler dazwischen oder sonstige Vermittlung.
Dementsprechend ganz entspannt. Ich kann gleich noch mal ein bisschen was von der Wohnung hier zeigen und wenn es Fragen dazu gibt, einfach fragen. Preislich gesehen sind die Immobilienpreise in der Türkei aktuell ein bisschen gefallen, aber selbst das reicht vielen Menschen nicht. Wenn ich hier live bin auf gewissen Plattformen und Werbung mache für meinen Verkauf einiger Immobilien, die in meinem Bestand sind, dann heißt es, oh mein Gott, das ist aber extrem teuer und dafür kann ich mir eine Villa am Strand kaufen. Nein, die Immobilienpreise in der Türkei, obwohl sie jetzt die letzten Monate und teilweise 1-2 Jahre gefallen sind immer noch sehr hoch und nicht zu vergleichen wie mit den Immobilienpreisen vor 10 Jahren. Und welch ein Wunder, tatsächlich ist es weltweit so. Schaut euch doch die Immobilienpreise auch in Dubai an. Natürlich gibt es immer wieder Rücksetzer, natürlich gibt es immer wieder Dips, wo der Markt nach unten geht. Aber Langzeitprognose, ähnlich wie bei den Bitcoin in Kryptowährungen, schaut euch das an. Auch wenn es heftige Korrekturen gab von 80% bei Bitcoin, haben wir dieses Jahr wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Und die Tendenz kennt nur eine Richtung. Und so ist das mit den Immobilien weltweit ebenso. Eine Investition in Immobilien ist niemals verkehrt, wenn man natürlich in gewissen Lagen investiert. Und Dubai ist so eine Lage, wo du egal wo innerhalb Dubais du investierst, immer mit einer Wertsteigerung im Laufe der Zeit rechnen kannst. Aber auch hier warne ich zur Vorsicht, denn auch hier gibt es über 600 verschiedene Bauträger in Dubai und ich persönlich arbeite nur mit maximal 10 zusammen und je nach Budget und je nach Lage kann man mit einem Bauträger dann zusammenarbeiten. Ich möchte aber hier einmal ganz kurz auf einen Vorteil drauf eingehen, den du in der Türkei nicht unbedingt hast. Aus meiner Erfahrung kann ich das berichten, denn obwohl ich so viel investiert habe, auch in der Türkei, habe ich meinen Aufenthaltstitel, der immer 2 Jahre war oder 1 Jahr, nur noch für 6 Monate bekommen. Anscheinend hat sich das Ganze wieder geändert und ich bin jetzt demnächst wieder dran, diesen zu verlängern. Und ich bin gespannt, ob ich dann mindestens wieder für 2 Jahre bekomme. Was ich damit sagen will, ist, dass die in der Türkei, ähnlich wie am Anfang des Videos gesagt, wie der Wilde Westen ist, natürlich auch Gesetze ganz schnell geändert werden können und dementsprechend hoffen wir natürlich nur für jeden Investor, der auch gerade in die Türkei kommen möchte, nur das Beste. Fakt ist aber auch hier, wenn du in der Türkei investieren möchtest, um auszuwandern, um in dieser Investition, in dieser Immobilie zu leben, ist es wichtig, dass du für mindestens 200.000 US-Dollar, grob 200.000 Euro, dir eine Immobilie bestätigt im Tapu kaufst. Es bringt nichts, wenn du eine Wohnung für 100.000 Euro kaufst und den Aufenthaltstitel brauchst, weil du wirst den nicht bekommen. Und nicht vergessen, die Sperrgebiete. Fassen wir zusammen für die Türkei. Du benötigst eine Immobilie im Wert von ca. 200.000 Euro in einem Nicht-Sperrgebiet, das heißt in einem Gebiet, wo nicht mehr als 20% Ausländer wohnen. Dann kannst du dort das Ikamet, die Aufenthaltsgenehmigung oder auch Meldebescheinigung genannt, einreichen, beantragen und du wirst sie mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommen. Zur Miete in der Türkei ist das natürlich langzeitmäßig eine Option. Wenn du Kurzzeitmiete anbieten möchtest, ist es ganz klar und wichtig, dass du natürlich auch in gewissen coolen Locations bist, wo natürlich auch viele Touristen hinkommen wollen. Hier wiederum aber ist es wichtig, eine gewisse Lizenz zu haben, die Erlaubnis zu haben, das durchführen zu können. Diese kannst du beantragen in der Gemeinde hier in Alanya. Zur Bezahlweise einer Immobilie in der Türkei in der Regel liegt es natürlich auch immer am Verkäufer selbst. Immer mehr Bauträger, wie auch in Dubai, akzeptieren Kryptowährungen, aber natürlich auch Cashkauf oder Banktransaktionen. Ganz klar, in der Türkei, wenn du den Aufenthaltstitel haben möchtest, benötigst du sowieso die Banktransaktion per Bank. Die Bestätigung, damit gehst du dann auch zum Tapu-Amt, zum Eigentumsnachweis, zum Notar und mehr und bekommst dann quasi dein Tapu, deine Eigentumsurkunde und hast dementsprechend diese Sicherheit als Eigentumsnachweis bestätigt, dass du der Eigentümer bist. Fakt ist aber auch klar, egal ob in Dubai oder in der Türkei, wenn du eine Bestandsimmobilie erwerben möchtest, eine gebrauchte Immobilie, wie diese jetzt, wo ich gerade mich aufhalte, diese 3 Jahre alt ist zum Beispiel, musst du auf jeden Fall das gesamte Geld natürlich, das ganze Kapital auf einmal bezahlen. Ein Nachteil in der Türkei ist es, dass es keine Zahlungspläne gibt wie in Dubai.
Das bedeutet, natürlich kann man alles absprechen mit dem Verkäufer und mit dem Bauträger. Aber in der Regel als Privatmensch, der Verkäufer, der dir eine Wohnung verkauft, will natürlich auf einmal sein ganzes Geld haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn es um ein Neubauprojekt geht, dort kannst du mit dem Bauträger auch hier in der Türkei natürlich einen gewissen Zahlungsplan eingehen. 50% Anzahlung, 50% im Laufe der 2 Jahre der Construction-Phase sozusagen. Aber das ist für viele natürlich nicht so attraktiv. Denn zu den Preisen hier in Alanya kann ich auch was sagen. Wir reden hier von Alanya und ich war erst letztens bei einem Bauträger, den ihr alle kennt sicherlich hier in der Gegend, Yekta zum Beispiel oder IKI Group. Und es ist ein neuer Player im Spiel aus Istanbul, 23. Ja, 23. Dieser Bauträger ist sehr bekannt, vor allem in Istanbul. Und der hat natürlich auch eine gewisse Qualität, aber auch diese Preise. 2-Zimmer-Wohnung, 1+1 mit 110 Quadratmeter ab 210.000 Euro. Ja, du hast richtig gehört. 210.000 Euro ist da der Startpreis. Natürlich, du kaufst nicht nur diese Immobilie dazu, sondern auch die ganzen Amenities, die ganzen Gemeinschaftsmöglichkeiten. Aber das Geld muss schon da vorhanden sein. Ich befinde mich jetzt gerade in einer 4-Zimmer-Wohnung, in einer 3+1 Duplex-Maisonette-Wohnung, also 2-Etagen-Wohnung, voll ausgestattet, 150 Quadratmeter mit 3 Terrassen bzw. einer Riesenterrasse mit einer Glaskonstruktion als Wintergartenoption. Diese liegt bei ca. 220.000 Euro. Für 220.000 Euro bekommst du in Dubai zum Beispiel, wenn überhaupt, 30 Minuten von Downtown ungefähr entfernt, eine 2-Zimmer-Wohnung. Der Immobilienmarkt in Dubai kann auf jeden Fall deutlichst mehr kosten als in Alanya. Es hängt natürlich auch hier ganz klar von der Lage ab. Kaufst du in Downtown, wirst du deutlichst mehr Geld bezahlen müssen, als wenn du 20 oder 30 Minuten davon entfernt wohnst. Der Riesenvorteil aber hier in Dubai ist, dass du das Ganze mit sogenannten Payment-Plänen, Zahlungsplänen buchen kannst. Wieso diese Zahlungspläne? Was ist ein Zahlungsplan? Das bedeutet einfach, dass du nicht das gesamte Kapital für das Gesamtinvestment zur Seite haben musst, sondern im Laufe der Jahre zinsfrei, ohne Zinsen das Ganze bezahlen kannst. Mal ein klassisches Beispiel. 250.000 Euro für 2 Zimmer, circa 20 Minuten von Downtown entfernt, voll möbliert, 70 Quadratmeter. Von einem Bauträger, der absolut zu meinen Lieblingsbauträgern gehört. 20% ist die Anzahlung. Das bedeutet, 50.000 Euro brauchst du als Eigenkapital plus 4%. 4% Dubai Land Department Gebühren für Notar und Grundbuchamt. Und dann zusätzlich bis zu 8 Jahre hast du Zeit, die Restsumme netto ohne Zinsen zu bezahlen. Nach 2 Jahren ist diese Immobilie fertiggestellt und du kannst diese Immobilie vermieten und der Mieter zahlt dir deine Immobilie ab. Das ist doch ein gutes Geschäft. Es kommen immer mehr Menschen nach Dubai. Der Plan, der Masterplan 2040 steht und die Stadt soll sich bis dahin verdoppeln. Das ist das, was mir in Dubai so gut gefällt, weil es Struktur hat, weil es Ordnung hat und weil es zielorientiert arbeitet. Und natürlich auch Menschen reinholen möchte ins Land, die natürlich auch was beitragen. Und in der Türkei habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen, wie gesagt, zum 3. Mal der wilde Westen. Und hier wird gebaut, wie es nur geht. Kreuz und quer, ohne große Struktur. Die Straßen, ihr wisst selber, wie die Straßen in Alanya sind. Wer in Dubai war und wieder nach Deutschland kommt, wird schon einen Absturz haben. Und wenn du nach Alanya kommst und du die Straßen anschaust, Schlaglöcher und mehr, heftig. Wirklich ein ganz anderes Niveau. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst, zu diesem kurzen Video. Und wenn du Fragen hast zum Investieren in Dubai oder auch natürlich hier in der Türkei, kannst du mich einfach anschreiben. Und wenn du mehr über diese Immobilie von mir hier wissen willst, kannst du mich natürlich auch anschreiben. Ich freue mich auf dein Feedback. Lass dem Video einen Daumen nach oben da. Lass dem Video deinen Kommentar da, ein kostenloses Abo. Teile gerne dieses Video und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.